letzte Woche ein Plädoyer für das Wochenfazit gehalten habe, möchte ich in der Woche auf das Thema Game Changer eingehen. Beide Male ist es so, dass eben die kleinen Dinge oft entscheidend sind, so wie man beim Wochenfazit irgendwie merkt, wenn man dann die ganze Woche durchgeht, dass auch trotz vielleicht geringerer Produktivität oder Zielstrebigkeit oder nachdem vieles oder manches eben nicht so gut oder so glatt lief, dass es doch ein paar Dinge gibt, die wirkliche Highlights waren und die was ganz entscheidend oder die Woche zu was ganz Entscheidendem gemacht haben. So ist es auch beim Game Changer, dass eine Idee, ein neuer Weg, eine Tür, die aufgeht, plötzlich alles ändert und in ein neues Licht rückt. Und wie kommt man dahin? Das ist jetzt auch nochmal hier eine Sache fürs Wochenfazit, aber vielleicht auch fürs Quartalsfazit, indem man hier zurückblickt und schaut, wo denn hier eigentlich die entscheidenden Punkte in diesem längeren Zeitraum waren, was denn eigentlich dazu geführt hat, dass man irgendwo einen erfolgreichen Weg gegangen ist. Und das kann man oft natürlich erst nach längerer Zeit sehen. Aber heute geht es mir irgendwie darum, dass es diese Game Changer gibt und dass man sie wahrnehmen muss. Und sie sind oft klein, am Anfang irgendwo vielleicht unscheinbar. Der Tipp kommt vielleicht von jemandem, der mit der Materie eigentlich gar nicht so direkt beschäftigt ist, aber der halt weiß, dass man da ein Problem hat und vielleicht hilft es ja. Und plötzlich merkt man, ja, das ist ja voll gut. Das ist ja hier eine völlig neue Sichtweise. Das ist ja eine Möglichkeit, die wir bisher überhaupt nicht gesehen haben. Ja, und das ist das eine, wo es eben so ganz plötzlich kommt, so ganz klein, so ganz unscheinbar ist. Und das wird man eben auch so wie so es springt eben ein Fisch ins Netz und es ist da. Aber das andere ist, dass man natürlich sehr wohl auch etwas dazu tun kann, um diese Game Changer zu erkennen. Das eine ist, und das hat immer jetzt mit Blick zu tun, ja. Das eine ist der Rückblick, ja, indem man zurückschaut, möglichst dann auch einen größeren Zeitraum. Was waren denn eigentlich die Game Changer? Und das kann man eben oft nicht so auf die Schnelle erkennen, sondern muss man schauen, was hat uns denn damals wirklich diesen Erfolg beschert und wie hat es angefangen, wie sind wir damit umgegangen, was haben wir gemacht? Und das ist eine große Hilfe, wenn man sich dann einen größeren Zeitraum, wir machen es erstmal fürs Quartal, was waren denn die Game Changer im Quartal, aber dann auch fürs Jahr, vielleicht auch genau jetzt im zweiten Quartal, bei dem Rückblick vielleicht auch auf das zweite Quartal 2021 zurückschauen. Was waren denn die Game Changer im Quartal 2021 oder auch in einem größeren Zeitraum? Dann den Überblick bekommen, ja. Das heißt, dass man nicht nur sich eine Sparte anschaut, sondern wie hängt jetzt alles zusammen? Ja, ich sage jetzt mal die Werbung mit dem Verkauf, mit dem Kundenkontakt und den verschiedenen Dingen, die man gemacht hat. Was war denn erfolgreich? Wo sind denn Zusammenhänge zu erkennen? Und da braucht es immer einen Überblick. Und das sind gerade auch die Wochen, wo vielleicht mal nicht so viel los ist, gerade mal gut, wo man ein bisschen aus dem ganzen Gewürge irgendwie rauskommt, um hier sich zurückzulehnen und mal ein bisschen tiefer und weiter zu blicken. Dann braucht es eben Einsicht, ja. Das ist auch ein Blick, aber ein Blick in sich selber und ein kritischer Blick, wo man eben auch zulässt, zu erkennen, ja, das war jetzt nichts. Ja, das hat jetzt zumindest damals momentan nichts gebracht. Aber aufgepasst, das heißt nicht, dass es in Zukunft vielleicht etwas bringen kann. Ja, so schnell aburteilen darf man es auch nicht. Aber es ist immer gut, so eine wirkliche Einsicht
zu gewinnen und sich selber zu hinterfragen, hat sich denn das jetzt wirklich gelohnt oder nicht? Also Rückblick, Überblick, Einsicht, Umsicht, ja, genauso das Schauen auf die Menschen um uns herum. Wie machen es die auch? Was hilft denen? Also dieser Blick hilft uns eben hier gerade sowas, beziehungsweise dieser Rückblick hilft uns eigentlich jetzt auch uns zu schärfen, um diese Dinge zu erkennen, die hier wirklich auch den entscheidenden Unterschied machen können. Ja, und zum Schluss noch ein paar Beispiele, die das schön versinnbildlichen. Wir kennen den Petrus, der die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat und ganz entmutigt war. Und Jesus sagt ihm dann, wirf doch dein Netz auf der rechten Seite aus. Und er sagt dann, nachdem er eigentlich denkt, der hat ja keine Ahnung, der ist ja kein Fischer, was soll das? Aber er sagt dann, auf dein Wort will ich's machen, ja, will ich hinausfahren. Und er hat den größten Fischfang, den er jemals vorher hatte. Zeigt uns, es geht darum, auch zu vertrauen, auch zu wagen, auch etwas nochmal zu tun, obwohl es vorher vielleicht völlig erfolglos war, aber eben in einer anderen Art und Weise. Und dann gibt's das Bild auch von Haggai, wo sagen, sie haben viel gearbeitet und so, aber es hat irgendwie nichts gebracht, weil einfach ihre Gesinnung nicht die richtige war. Oder an einem Mädchen denke ich, das den Naemann, ja, ein König oder Heerführer eben, der aussätzig war, ihm gesagt hat, ja, jetzt geh halt einfach mal zu dem Elia, der kann dir vielleicht helfen. Ja, das sind so diese kleinen, entscheidenden Tipps, die einfach alles verändern und ihn dann letztlich auch zur Heilung gebracht haben. Ja, und dafür wollte ich euch jetzt einfach den Sinn ein bisschen schärfen und achtet auf diese Game Changer. Wir werden es eben auch tun. Wir hoffen, dass wir da auch Gelingen haben und wir erzählen euch einfach dann auch von diesen Sachen, die hier die entscheidenden Änderungen gebracht haben, um euch vielleicht auch damit ein Tipp, vor allen Dingen einfach Ermutigung zu geben und auch euch nicht runterziehen zu lassen von vielleicht momentan Misserfolg oder irgendwas. Es kann sich so viel, so schnell ändern, indem du zum Beispiel einfach Vertrauen hast und auf Gott hörst, ja, und sagst, okay, wenn du das sagst, dann mache ich das und es wird gut sein. Ja, in diesem Sinne, euch alles Gute und einen guten Wochenstart und bis demnächst, euer Nikolaus.